Moin, ihr Lieben. Einen wunderschönen guten Morgen im wahrsten Sinne des Wortes, ihr Lieben. Und heute sind wir das zweite Mal auf unserer Erinnerungsrunde, 30 Kilometer. Ja. Hintergrund des Ganzen ist, vor knapp 2 Jahren, am 7. April 2023, haben wir das erste Mal uns an 30 Kilometer rangewagt. Und wir werden wohl auch ein paar Filmausschnitte einblenden. Wir haben damals auch ein Video gemacht, das Gott sei Dank aber nicht öffentlich verfügbar ist. Das war so schlecht. Dann ist es wirklich hundsmiserabel. Also noch schlechter als unsere heutigen Videos. Aber so ein paar Schnipsel werden wir einblenden, ne? Wie es uns gegangen ist, was wir erlebt haben. Und haben gesagt, das wollen wir doch mal ausprobieren, wie es uns heute auf dieser Runde ergeht. Jedenfalls war das damals ein großes Drama von der Strecke her, was es heute nicht mehr sein wird. Und neulich sind wir da schon mal losgelaufen und da haben wir uns fürchterlich in die Haare gekriegt. Warum, weiß ich natürlich nicht mehr. Beim Haarigen bin ich mir sicher, dass es im roten Buch drin steht. Und dann sind wir wutentbrannt wieder nach Hause gelaufen. Marion ist noch ein Stück weiter gelaufen, ist dann auch nach Hause. Man muss ja sagen, Michael ist ja gerne mal ein bisschen angespannt, bevor wir loslaufen. Und das schlägt sich ein klein wenig in seiner Laune gerne nieder. Also, komm mit. Moin. Moin. Vielen Dank euch übrigens für die ganzen lieben Genesungswünsche. Inzwischen bin ich soweit wieder hergestellt. Ich habe noch ein bisschen Schnupfen und Nebenhöhlen und der Hals ist noch nicht so ganz perfekt. Aber eure ganzen Genesungswünsche haben viel geholfen. Dankeschön. Ich möchte mich auch bedanken bei Marion und beim lieben Gott, dass sie 3 Tage nicht reden konnte. 5. Ich hatte 5 Tage keine Stimme. Ja, aber 3 Tage war es wirklich still im Haus. Vielen Dank. Wir sind hier übrigens am Ostdorfer Born in Hamburg. Das ist so ein bisschen verrufene Hochhaussiedlung mit so einem großen Bereich Natur mittendrin. Und die Marion, die zählt hier immer gern Rehe. Es gibt hier nämlich massenhaft Rehe, die nicht besonders scheu sind. Ja. Rehcounter. Wie viel ist der Rehcounter? 5 heute. Sehr aber gut. Zu dem Müll muss ich trotzdem was sagen. Die Leute wollen ja gerne wegschmeißen. Ne? Sie haben es zum Müll gebracht. Aber die Stadt hat halt die Verantwortung, wenn sie Mülleimer zur Verfügung stellt, die auch auszuleeren. Ja, weil der voll ist, ne? Ja. Also das ist ja nun nicht so. Und die Tiere sind das aber auch. Vielleicht sind das gar nicht die Menschen, die hier nachts natürlich wühlen. Die Marder, Ratten und was alles, ne? Ja? Also ich würde den Menschen an der Stelle keinen Vorwurf machen. Der Müll quillt über. Guck mal, das ist schon der 2. Regenwurm heute. Komm mal her. So, guck mal hier. Hups. Guck. Er guckt wie du, ne? Entschuldigung. Oder wie ich. Frappierende Ähnlichkeit. Hallo, die Kehle. Bisher noch nicht viel zu sehen, aber Hauptsache, der Briefkasten ist drin. Was hast du gefilmt? Hat du Spritzpups? Was? Hat du Spritzpups? Was willst du von mir? Jetzt haben wir Hamburg wieder verlassen und laufen wieder nach Schenefeld rein, durchqueren das. Und da ist uns schon neulich aufgefallen, im Forst Klövenstein in Hamburg, dass sie da dass sie da wie die wahnsinnigen Tabula Rasa machen. Ja. Alles wegschneiden. Hier auch, guck dir das mal an hier. Das ist ja kein Frühjahrsputz. So ein fetter Baum hier. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Und dann haben sie im Forst Klövenstein haben sie die Wege verdichtet. Das ist auch okay, damit man auch mit dem Rad, Kinderwagen, Rollstuhl, ist alles in Ordnung. Und aufgeschüttet und hast du nicht gesehen? Aber die ganzen kleinen Pfade, die haben sie unpassierbar gemacht. Da haben sie Baumstämme, Totholz, Äste raufgeschmissen, damit du da nicht mehr durchkommst. Und das ist kein Gebiet, wo der Zutritt verboten wäre. Oder die haben tatsächlich sogar kleine Bäume abgesägt und umgeknickt und auf den Weg geknickt, damit du da nicht mehr rüberkommst. Kommen wir nicht mit klar, verstehen wir nicht. Nee. Wenn ihr eine Idee habt, warum sowas gemacht wird, schreibt es in die Kommentare. So ist es. So, die Marion hat mal was entdeckt. Das ist mal eine Geschäftsidee, ne? Ja. Warum sind wir da eigentlich nicht drauf gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ja, und wie geht's bei euch zu Hause so? Alles okay? Super.
Wenn nicht, schreiben mal in die Kommentare. Was war denn übrigens euer weiteste Wanderung? Das müssen wir auch mal wissen. Ne? Das stimmt. Ja, könnt ihr auch mal schreiben. Oder auch generell die schwerste. Ja. Das muss ja gar nicht mal die Strecke sein, sondern es kann ja auch irgendwie fiese Höhenmeter oder blöder Untergrund oder so sein. Das war eure herausforderndste oder schwerste Wanderung. Denn wir wissen, dass da draußen unter euch eine Menge Rennmäuse Das sind. stimmt. Da müsst ihr nicht denken, dass wir euch nicht im Blick haben. Ne? Es brettet so schön, wenn Brettens bretten. 7,7 Kilometer gelaufen. Und ich glaube, jetzt ist das hier der Punkt, wo wir uns letztes Mal in die Haare gekriegt haben. Ne? Hier schon? Hier glaube ich schon. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Das kann sein. Naja, jetzt bewegen wir uns Richtung Pinneberg. Michael macht sich heute richtig gut mit der Laune. Ja. Und ja, was man so auf YouTube-Videos sieht, ist halt auch nicht immer wahr. Also wahr schon, aber nicht vollständig. Nicht vollständig. Ne? Ja. Also wir beide hier immer nett und witzig miteinander. Das kannst du natürlich wie bei jedem anderen auch vergessen. Stimmt. Genauso wie die Videos von den Apple-Plakeuren, die immer alles toll finden, was natürlich auch blöd sind. Naja, jedenfalls, es gibt immer auch noch das wahre Leben. Da hat halt jeder seine Probleme. Und auch noch ich habe Michael. Angenehme Überraschungen und so. Ich mache aus. Ne? Ich streite mich mal eben kurz. Was haben wir auf der Uhr? Weiß ich komme nicht ran an meine Uhr. 8,8 Kilometer. 8,8 Kilometer gelaufen. Und ich bin heute mal mit einer Gürteltasche statt Rucksack unterwegs. Das hat mir Dirk empfohlen. Hiking Dirk, Grüße gehen raus. Und ja, da geht natürlich nicht so viel rein wie im Rucksack. Deswegen habe ich einen übervollen Rucksack. Aber unsere Technikkram, wir haben eine Drohne drin, die Ladekäse für die Mikros und den Transmitter. Dann habe ich Ersatzakkus für die Drohne drin. 1 Liter Wasser. Ein MagSafe Akku fürs Handy. 1 Liter Wasser. Eine Cola. Also das funktioniert sehr gut. Aber wenn man lange Touren macht, also diese 30 Kilometer Tour, die gibt uns natürlich die Möglichkeit, dass wir auch mal in Pinneberg auf die Tanke gehen oder was. Wenn du aber so eine Walachei-Tour machst, wo nichts ist, 30, 40, 50 Kilometer außerhalb von einer Marschveranstaltung, wo es keine Verpflegungsposten gibt, dann ist das nichts. Aber so ist das für mich, der ich keine Rucksäcke so gern mag, echt gut. Fühlt sich gut an. Das ist alles unten verlinkt, selbst gekauft. Und wenn ihr mal gucken wollt, Amazon-Link. Bin sehr glücklich mit meinem Rucksack. Kostet euch auch nicht mehr, wenn ihr darüber bestellt. Und wir kriegen eine kleine Provision. Ja, und jetzt sind wir gleich bei unserem Platz, wo wir das erste Mal Pause gemacht haben auf der ersten Runde vor 2 Jahren. Da waren wir schon ziemlich, na kaputt nicht, ne? Aber schon, also wir hatten schon ordentlich. Da merken wir aber jetzt nichts von. Nein. Und wir haben beschlossen, wir werden an der Stelle eine Kleinigkeit essen. Wir werden keine richtige Pause machen, weil nach 10 Kilometern brauchen wir tatsächlich keine Pause. Aber Hunger haben wir trotzdem. Aber wir haben Hunger, genau. Und ich bin ja, ich hasse es im Laufen zu essen. Wenn es nicht anders geht, okay. Aber ich freue mich, wenn ich einfach stehen bleiben kann, da kurz was essen und dann geht's weiter. Und das ist hier auch wieder so ein Beispiel, was ich vorhin erzählt hatte. So ein kleiner Pfad, der hier reingeht und den haben die komplett zerlegt. Ne? Guck mal hier, kannst du alles vergessen, kommst du nicht mehr durch. Also ich verstehe es nicht. Und dann haben wir hier im Klöven stehen diesen verdichteten Müll, der natürlich seine Daseinsberechtigung hat, habe ich ja vorhin auch schon erzählt. Aber wir finden das halt auch schön, auf so lauschigeren Waldpfaden zu laufen. Ja. Und die machen sie alle kaputt. Wird Aber alles andererseits fahren sie hier mit ihren Harvestern rein und demolieren den ganzen Wald, wie man hier sehen kann. So ist es. Also ich begreife es alles nicht mehr.
verstehe es nicht. Ich auch nicht. Vielleicht hat es einen Sinn. Aber schade drum. Ich finde es so schade, dass einem jegliche Möglichkeit nach und nach genommen wird, wirklich mal das Gefühl zu haben, in der Natur zu sein. Also Ich nah mein, dran, ne? Ja, so ein Weg fühlt sich halt nicht nach Natur an. Ja, schon in a way, aber also wenn man hier läuft, das ist kein Waldweg, das Nee. ist eine Waldautobahn. Ja, Guck mal hier, das ist furchtbar. Also, guckt euch das an und das ist nicht nur hier so ein bisschen, sondern das geht da hunderte Meter in den Wald rein, kaputt alles. und unendlich viele Spuren. Vielleicht ist ja unter euch ein Förster oder jemand, der sich gut auskennt und das mal erklären kann. Also, dass man hier natürlich Holz erntet, wissen wir auch. Ja, Aber warum sie die Wege alle dicht machen, verstehe ich nicht. ich auch nicht. Aber auf der anderen Seite alles demolieren. Ach, schade ist das. Ja, und das ist hier nämlich der Punkt, wo wir 10 Kilometer gelaufen übrigens. Das ist hier der Punkt, wo wir das bei der ersten Runde vor 2 Jahren unsere erste Pause gemacht haben. Genau. Und da konnte man hier noch rein. Und jetzt guckt euch mal an, was hier gemacht worden ist. Da sieht man das. Ja, ne? Kannst vergessen. Ja, man kann sich da durchprügeln, ne? Aber es ist also so ein... Und aber auch schön, da konnte man schön reingehen und alles. Also ich verstehe das alles nicht. Und alles demoliert hier, ne? Abgebrochen und guck mal hier. Da fehlen mir die Worte. Also wir könnten jetzt hier über den Graben springen und da die Pause erzwingen, weil das ja eine Erinnerungstour ist. Aber Ja, habe ich auch keinen Bock drauf. Hier geht's auch, hier sind wir letztes Mal rüber. Ne? ja, Da habe ich keine Lust zu. Oder willst du gern? nö. Da haben wir hier einen Pfad doch noch entdeckt, aber ob das vielleicht ist, das auch ein Graben, ist aber egal, weil da hinten habe ich unseren Pausenplatz ausgemacht. Und da laufen wir jetzt hin. Ich möchte kurz ausdrücklich festhalten, dass wir nicht in einem Naturschutzgebiet sind. Es also nicht verboten ist, die Wege zu verlassen. Nee, Guck mal, hier ist ein Witwenmacher. Witwenmacher, wer das nicht weiß, sind so Äste, die früher die Waldarbeiter erschlagen haben. Die sind so abgebrochen, runtergefallen. Da oben hängt auch einer, Nicht nur früher, das machen Könnt die ihr das heute sehen? immer noch. da oben. Und dann fallen die runter und dann bist du tot. So, hier ist unsere Pausenbank. Herrlich. Dankeschön. So, Ich habe Butterbrote geschmiert so. und dazu gibt es feinen mittelalten Gouda. Ich habe mich nämlich inzwischen durchgesetzt. Michael hat früher am liebsten den jungen Gouda gegessen und der schmeckt gar nicht. Also, Und jetzt sind wir auf Mittelalt umgestiegen. und guten Appetit. Guten Appetit. Der Gang ist immer noch beschwingt. Hast du was zu sagen? 13,6 Kilometer gelaufen. Und vor 2 Jahren war hier hinter diesem Zaun ein Hund und hat uns bekläfft. Vor 2 Jahren. Der Bellzaun, der berühmte. Sehr berühmt. Aber heute ist da keiner. Und das Loch ist zugestopft. Aber wir blenden euch mal die Originalaufnahmen von damals ein. Ist schon wieder Spargelzeit, ne? Bald. Oder was ist das hier? Wisst ihr, was es ist? Ihr seid doch alle Landwirte, ne? Das ist Spargel oder was ist das? Könnt ihr Und- mal in die Kommentare schreiben. Und wie zur Hölle kriegen die diese Plastikfolien oben drüber Ja, genau. so unglaublich gespannt, Guck mal hier. dass es aussieht, als wäre das eingeschweißt. Ja, das ist richtig Krass. mit Druck, ne? Ja, da ist Spannung drauf. Ja. Da gibt es bei euch bestimmt auch Profis. Erzählt mal. Gott sei Dank haben wir eine Schwarmintelligenz Ja, dabei. und zwar eine unkünstliche. Ja. 14,4 Kilometer gelaufen. Bretti, 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 Brett.
Michael blendet euch mal kurz die 5 Phasen der Wanderungen ein, damit ihr wisst, wovon wir reden. Jedenfalls an der Stelle haben wir realisiert, was für einen Schwachsinn wir da eigentlich gerade tun. Und die Phasen sind vom Adventure Buddy, Grüße gehen raus, Ja. erfunden. Der hat das mal auf dem 60er Genau. zusammen philosophiert. Habe ich euch eigentlich schon mal von den 5 Stadien des Wanderers erzählt? Phase 1, Euphorie. Man freut sich. Es geht los, geil, ich hab Bock. Phase 2, realisieren. Man ist schon eine Strecke gelaufen und fängt langsam an zu vergleichen. Wie viel hat man geschafft? Wie viel hat man noch vor sich? Und merkt, hui, ist ja doch noch eine ganze Ecke. Phase 3, hinterfragen. Warum mache ich das eigentlich? Gefolgt von Phase 4, verfluchen. Alles ist Kacke. Die Beine tun weh. Ich habe Hunger. Wann sind wir da? Phase 5 tritt bei einigen vielleicht gar nicht ein, weil vorher Kapitulation angesagt ist. Aber Phase 5 ist Akzeptanz. Der aktuelle Ist-Zustand wird bleiben, sich eventuell verschlechtern, aber das ist okay. Phase 5, vollkommene Akzeptanz. Oh, die 2 Gänse. Jetzt sind wir am Bahnhof Pinneberg. Und vor 2 Jahren war hier noch überall Baustelle. Ja, das stimmt. Und jetzt Immer noch. ist überall Baustelle. Übrigens hagelt es jetzt gerade. Hast du den Hagel bestellt? Nee, ich hatte eigentlich Schnee bestellt. Das scheint beim Petrus falsch angekommen zu sein. Könnt ihr mir mal verraten, was das ist? Soll das ein aus einem Milchkarton hergestelltes Vogelhäuschen darstellen? Wirkt fast so, ne? Und hier ist mal so ein fetter Lost Place in Pinneberg. Da sind mehrere Etagen, weiß nicht, was das mal war. Das ist allerdings tatsächlich überall verrammelt. Wir waren da auch auf der Rückseite. Da muss man schon ziemlich freche Aktionen machen, um da reinzukommen. Haben wir jetzt keinen Bock drauf. Da hat jemand schon so eine Aktion gemacht. Ja, du kommst hier rein, Ja. ne? Aber auch wir wissen, dass da unten alles verrammelt ist. Ja. Da musst du irgendwo hochklettern und Scheibe einschlagen und da war ich keinen Bock drauf. Kilometer 20. Hier haben wir vor 2 Jahren gesessen mit einer riesen Reisschüssel von gebratenen Reis auf dem Schoß. Völlig unnötig war. Viel zu viel zu essen dabei gehabt. Und waren Aber hier schon fertig. Das Ne? war die 3. Wanderung, bei der wir so viel zu essen dabei hatten. Und danach haben wir es uns abgewöhnt. Ja. Da waren wir auch fix und fertig. Ja, da waren wir schon ordentlich. Aber jetzt nicht, jetzt geht's weiter. Weiter geht's. Da kann man auch mal sehen, was so in stetige Bewegung seit 2 Jahren, das hat richtig was gebracht. Ja. Ne? Der eine sagt Warnung vor dem Hund, der andere sagt, wir haben ja auch so ein britisch Kurzhaar, unser Schüchchen. Ja, Das ist immer traurig, wenn so ein Tier, man weiß nicht, was mit dem ist. Ne? hoffentlich taucht die wieder auf. Sind wir noch in Pinneberg? Ich Oder? glaube, ja. Aber wir verlassen das schon wieder so langsam und haben 20,6 Kilometer. Zustand ist gut Ja. und die Marion hat das gut überstanden. Diese Woche echt ätzende Erkältung mit Stimme weg und so. Die hat sich nämlich gezwungen, trotzdem jeden Tag zu laufen. Ja. Kann man nicht jedem empfehlen. Aber für sie war das genau das Richtige. Ja, Sonst hätte sie das heute garantiert nicht geschafft. das glaube ich allerdings auch. Dann wäre sie nicht in der Form. Ja. Oder noch zu wackelig auf den Beinen. Jeden Ah, Tag das war ganz mussten ein gut. paar Kilometer geschrubbt werden. Schrupp, schrupp. Nicht viel, aber immerhin. Mindestens 10.000 Schritte Ja. haben wir gemacht. Manchmal mehr. Hat sie gut gemacht. Ich glaube, ich habe einen Handschuh verloren. Wie Nein. üblich. Ach Kinderchen, komm. Wir gehen mal Handschuhe suchen. Oh nein. Auch noch einer von den guten. Und die haben irgendwie 70 € gekostet, weil hier so muschimäßige
Empfindlichkeit an den Händen habe und ich verliere natürlich einen. Ne? Oh, ich glaube, ich sehe ihn schon. Ja. Ja, kannst du mal übernehmen und ein bisschen über mich lästern und hier warten, wenn du willst. Ach, ich komme mit. Die Schritte können wir uns ja nicht entgehen lassen. Radl von hinten. Moin. Tretroller. Moin. Hoffentlich fährt er nicht über den Roller. Fahr nicht über meinen Handschuh. Hello, Handschuh, my old friend. Hast du Gummibärchen? Gummibärchen, ja. Noch einer wie ich, ne? Wollte ich auch gerade sagen. Aber der hat das nicht bemerkt. Nee. 23 Kilometer gelaufen. Ja, mit dem Wetter hatten wir Glück, ne? Kann man doch sagen. Ja, die 3 Hagelkörner, ein bisschen Regen. Ja. Wir haben aber auch noch über eine Stunde zu gehen. Zustand ist auch top. Ja. Es zwickt ja immer irgendeine Kleinigkeit, ne? Ja. Man braucht ja nicht glauben, dass man nichts spürt, aber es ist halt alles normal. Einfach reintreten und weiter. Guck mal hier. Oh, weia. Er hat noch beide Handschuhe, seht ihr? Und hier war vor 2 Jahren eine totale Baustelle. Alles aufgerissen. Konntest du nicht durch, war alles nur Graben und Baumaschinen. Ja. Und da sind wir durchgeklettert. Da waren wir schon fix und fertig. Ich hatte höllische Schmerzen in meinem linken Fuß. Boah, Und heute geht's gut. Guck mal, ein Eimer. Respekt. Das kennt ihr doch auch, ne? Da bin ich mit dem linken Fuß gegen so einen Stock auf dem Fußweg getreten und bin darüber gestolpert. Und dann habe ich mir den Ast oder den Stock in die Achillessehne am rechten Fuß, also hinten reingeknallt so richtig. Dass man die Engel singen hört, das kennt ihr, ne? Das passiert oft. Hallo. Kilometer 27,8,9. Jetzt sind wir hier an dem Feld, wo wir vor 2 Jahren, so 3 Kilometer vom Ziel, völlig fertig. Die letzte Pause eingelegt haben. Hier ist das Feld. Damals war das noch eine Wiese, Ja. das da hinten. Oh, guckt euch das mal an. Die ist einfach nicht tot zu kriegen. Ich bin jetzt in dieser Phase, wenn man total erschöpft ist, wird man doch total albern und lustig. Also ich nicht. totale Lachanfälle. finde Geil. ich. Das ist richtig geil. Ich frage mich, wie ich wieder aufstehen soll. Gar nicht. Und wie ist die Bilanz jetzt, Vorbilanz? Es tut jeder Knochen weh. Ich darf es nur nicht zulassen. Ich versuche es zu ignorieren. Mein linker Fuß ist voll im Arsch. Ja. Mein rechter Fuß ist aber heile. Ja. Deswegen ignoriere ich den linken und fokussiere mich auf den rechten und freue mich an dem. Und ansonsten genieße ich die Natur und das geile Wetter. Es ist geil. Es ist total anstrengend und krank, aber es ist geil. Bei mir ist genauso, außer geil und genießen. Das kannst du streichen. In dieser Ecke sind wir gesessen und wussten überhaupt nicht mehr, wie wir wieder hochkommen sollen, ne, für die letzten Kilometer. Und jetzt geht's hier munter runter. Stramm voran. Mit Glück zurück. Wobei ich tatsächlich jetzt merke, dass ich noch nicht ganz auf dem Damm bin. Mir ist das gerade anstrengend, aber nicht so, dass ich abbrechen müsste. Das darf aber auch sein. Aber ich merke, ich bin noch nicht 100% wieder da. Auch 10 Kilometer ist anstrengend Das und stimmt. ist eine coole Sache, wenn man das macht. Ja, Man muss nicht immer gleich komplett durchdrehen. das stimmt. Da aus der düsteren Höhle hat die Marion schon mal einen Cache geborgen. Kilometer 30. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Nächste Woche sind wir beim Marsch zum Meer an der Ostsee. In Hohwacht. Wie heißt das? Hohwacht? 50 Kilometer. 55 laufen wir, ja. Tipp von Dennis. Grüße gehen raus. Vielleicht sehen wir ja einen von euch. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch dabei seid. Ja, ich weiß gar nicht, ob man sich jetzt noch anmelden kann, aber naja, dann machen wir 50 Kilometer und dann am darauffolgenden Mittwoch, glaube ich. Lass mich noch mal kurz einwerfen. Ich glaube, bis 18.03. kann man sich anmelden.
Mittwoch gehen wir mit Marc wieder auf Runde, wenn alles gut geht. Stimmt. Marc ist back. Ansonsten bei euch ist alles okay, oder? Alles okay? Alles okay. Wenn alles in Ordnung, schreibt es auch in die Kommentare. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Abo und Like nicht vergessen. Kostet euch nichts. Bedeutet uns die Welt. Und denkt dran, draußen ist das Leben. Geht raus. Ne, der war für die Na Zuschauer. komm. Ja, Haben sie doch verdient. ja, haben sie auch. Sind ja auch immer wieder dabei und mitgekommen, ne? Ja, Herrlich. Tschüss. wir hatten heute auch nur einen ganz kleinen Streit. Ungefähr 1,5 Kilometer lang. Reden wir mal nicht auf. drüber.